Liebe Data Researcher Community, heute würde ich ganz gerne über ein Thema sprechen, was jetzt vielleicht gar nicht so direkt im originären Fokus von Data Management, Data Sharing und Datenökosystemen liegt, sondern eigentlich einen etwas breiteren Umfang hat, nämlich die Zukunft industrieller Wertschöpfungssysteme. Es ist ja so, dass gerade bei uns in Deutschland Daten ganz große Bedeutung haben, auch für Industrie 4.0 und auch die Frage, wie sich die digitale Transformation der Industrie weiterentwickelt. Und da haben wir natürlich in den letzten 10, 12 Jahren unheimlich viel Erfolge halt auch feiern können. Die Plattform Industrie 4.0 hat sehr viel an konzeptioneller Arbeit gemacht, aber eben auch Standards gesetzt wie die Verwaltungsschale und sich auch immer stärker darum gekümmert, beispielsweise in der Arbeitsgruppe 6 der Plattform Industrie 4.0, die sich ja mit Geschäftsmodellen, digitalen Geschäftsmodellen beschäftigt, wie letzten Endes halt auch die Vernetzung der Industrie dazu führen kann, dass man am Ende produktiver, resilienter und auch nachhaltiger wird. Und da ist also viel passiert. Aber gerade deshalb kann man sich natürlich auch fragen, naja, wenn das jetzt alles sich sozusagen umsetzt und auch immer mehr in der Praxis ankommt, was ist denn eigentlich der nächste Schritt? Wie sieht denn also sozusagen die nächste Stufe von Industrie 4.0 aus? Und hier haben wir uns zusammengetan am Fraunhofer ISST mit unseren Freundinnen und Freunden von einem anderen Fraunhofer-Institut, dem Fraunhofer IAO in Stuttgart, und haben über das letzte Jahr eine kleine Studie durchgeführt, und zwar eine empirische Studie gemeinsam mit Industriepartnern. Wir haben also, ich glaube, 15 Unternehmen, kleinere, sehr viel mittelgroße und ein paar große, alle aus dem Bereich der Fertigungsindustrie mal eingeladen, mit uns darüber zu sprechen, wie sie denn die Zukunft industrieller Wertschöpfungssysteme, also im Prinzip halt ihre eigene Zukunft auch sehen und wo insbesondere auch Schwerpunkte liegen, wie so ein Zukunftsbild dann aussehen kann und was man dann dafür tun muss, um sich in dieses Zukunftsbild zu entwickeln. Und ich würde heute ganz gerne 4 wesentliche Ergebnisse aus dieser Studie herausstellen. Die Studie ist auch verfügbar, die kann man sich auch runterladen bei uns auf der Website, ist auch ganz spannend. Aber ich würde vielleicht die Gelegenheit nutzen, so ein bisschen so auch aus meiner Sicht die Quintessenz tatsächlich halt nochmal zu teilen. Wir haben also diese Unternehmen oder Unternehmensvertreter, meistens Leute, die sich mit der Strategie dieses Unternehmens oder auch einer Innovations- und Technologiestrategie beschäftigt haben, eingeladen und haben 1,5 Tage einen Workshop gemacht, den auch vorbereitet und nachbereitet, also noch ein paar Online-Meetings gehabt. Dann haben wir im Prinzip, wie ich schon gesagt hatte, gefragt, wo seht ihr eigentlich die Zukunft und was müssen wir dazu tun? Und hatten das aber, das ist mir noch wichtig zu sagen, nicht in irgendeine Richtung schon vorbereitet. Wir haben nicht gesagt, guck mal, das ist so das, was wir uns vorstellen und stimmt das irgendwie, sondern das sehr offen gemacht. Und der erste Punkt, der rauskam, betrifft letzten Endes halt die Leistungserstellung, also das Leistungsversprechen, das Leistungsangebot, das ist richtig, nicht die Leistungserstellung, sondern das Leistungsangebot. Also was macht man eigentlich womit verdient man eigentlich Geld? Und da war sehr klar die Aussage, dass Ökosysteme die Zukunft sind, also dass man nicht mehr versucht, sich selber zu optimieren, sondern dass man natürlich Teil von dynamischen Netzwerken ist, die um ein Kundenproblem sich ranken, eben solche digitalen Ökosysteme. Und das fand ich besonders erstaunlich, dass diese Unternehmen, die ja teilweise Mittelständler sind, allerdings auch welche, die mit einem riesigen Weltmarktanteil operieren, gesagt haben, naja, wir sehen uns nicht nur als Teil eines Ökosystems, und wir sind nicht nur diejenigen, die mit Partnern dafür sorgen, dass letzten Endes Kunden ihre Ökosysteme aufbauen, sondern wir wollen letzten Endes halt einen Teil leisten, um diese Kundenökosysteme sogar zu orchestrieren. Also wir wollen nicht nur Produkte anbieten und nicht nur Produkt-Service-Systeme anbieten, also Leistungsbündel aus anfassbaren Produkten und in Klammern digitalen Dienstleistungen, sondern wir erzählen unseren Kunden auch, helfen ihnen dabei, wie sie ihrerseits ihr Ökosystem aus ihren Kunden und ihren Lieferanten halt orchestrieren können. Also durchaus nochmal auf einer anderen Ebene ein Leistungsangebot,
das weit über die eigentliche Lieferung von Produkten und das Angebot von Dienstleistungen und auch letzten Endes eine Rolle in klassischen Ökosystemen, wie wir sie heute diskutieren, zum Beispiel wie bei Catena X oder in der gesamten Manufacturing X Initiativenfamilie hinausgeht. Das fand ich also sehr interessant. Also erster Punkt, Orchestrierung von Kundenökosystemen ist etwas, wo sich halt Fertigungs-Produktionsunternehmen in Zukunft sehen. Zweiter Punkt, das fand ich auch sehr interessant, ein klares Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft. Man kann ja den Eindruck gewinnen, so nach den letzten 1,5, 2 Jahren, dass Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit und damit auch verbunden die maximale Wiederverwendung von Ressourcen gar nicht mehr so groß im Fokus steht. Insofern war das für mich schon überraschend zu hören, dass alle durch die Bank gesagt haben, also die Zirkularität, also die Kreislaufwirtschaft, das maximale Wiederverwenden von Ressourcen und auch schon das Design von Produkten und Services in Richtung einer Wiederverwendung der Komponenten ist ein Paradigma, was einfach gar nicht mehr zu diskutieren ist. Und diese Deutlichkeit hat mich schon überrascht und wir haben das dann eben natürlich auch diskutiert und es kam zum Beispiel auch raus, dass natürlich einerseits halt Nachhaltigkeitsaspekte ganz große Treiber dafür sind, aber auf der anderen Seite eben halt auch Aspekte der Versorgungssicherheit, weil es wurde ganz klar diskutiert, dass man gesagt hat, naja, die Welt ist irgendwie so gerade im Umbruch, das ist ja auch viel zitiert, das muss man ja nur die entsprechenden Online-Medien, Zeitungen, Nachrichten irgendwo anschauen. Und es wurde gesagt, naja, wenn wir im Prinzip in Zukunft, was wir ja immer als Kern noch haben, Produkte herstellen, wie gesagt, dann auch in Ökosystemen, aber Produkte herstellen, wo sollen denn die Komponenten und Rohstoffe dazu herkommen, wenn wir uns eben nicht mehr darauf verlassen können, dass wir sie auf weltweiten Beschaffungsmärkten beziehen. Also wir müssen faktisch das, wo wir Zugriff drauf haben, maximal wiederverwenden, damit wir überhaupt die Versorgungssicherheit unserer Rohmaterialien, Teile und Komponenten halt gewährleisten können. Also zweiter Punkt, klares Bekenntnis zur Zirkularität. Dritter Punkt, KI und Daten als Foundation, so haben wir es mal genannt. Auch hier war durchaus überraschend, dass man jetzt nicht gesagt hat, oh, KI ist ein großer Gamechanger und wir schauen mal, wie das letzten Endes halt unsere Prozesse im Detail betrifft oder vielleicht auch eine gewisse, sagen wir mal, Verängstigung dahingehend, was das eigentlich bedeutet, auch für bestehende Abläufe und bestehende Kompetenzen. Wird man da überholt von Tech-Firmen? Das war eigentlich gar kein Thema, sondern alle Unternehmen haben gesagt, nee, wir verstehen das. Wir verstehen vor allen Dingen auch die Vorzüge von KI, zum Beispiel auch von generativer KI. Ich kann praktisch mit meinem Wissen jetzt natürlich sprachlich reden. Das ist ja eigentlich ein ganz großer Vorteil der Nutzung von generativer KI für halt die Interaktion mit, ich sag mal, der IT-Landschaft im Unternehmen. Und insofern war das völlig klar, dass man gesagt hat, ja, wir müssen halt, mal lax gesagt, die IT und dann letzten Endes mit einem Fokus auf Anwendung der künstlichen Intelligenz und die bessere Nutzung von Daten einfach auf ein nächstes Produktivitätslevel bringen. Also wir brauchen im Prinzip halt eine Daten- und KI-Factory, eine Engine, die geölt läuft, ohne dass man sich dauernd mit ihr auseinandersetzen muss, wie das heutzutage ist und ohne dass man krude Integrationsprobleme zu erledigen hat, die ja heute noch im Prinzip dazu führen, dass man das Potenzial der Daten und auch letzten Endes der Applikation, die man ja hat, gar nicht in der Weise nutzen kann, wie man es sich eigentlich wünschte. Also das fand ich halt tatsächlich auch sehr gut. Klares Commitment zu einer leistungsstarken KI und Daten-Foundation, wie gesagt, im Sinne einer integrierten Daten- und KI-Value-Chain, die dann auch wie eine Fabrik sozusagen mit allen Anforderungen an Qualität, Automatisierung, Performance halt auch bewirtschaftet wird. Das fand ich tatsächlich etwas, was sehr klar auch artikuliert wurde. Der vierte Punkt betraf die Rolle des Menschen. Und auch hier haben wir eine ganze Reihe von interessanten Ergebnissen herausarbeiten können, die sehr facettenreich sind. Auf der einen Seite betrifft das natürlich die Frage, die uns eigentlich schon
seit wir technische Innovationen nutzen, im Unternehmen irgendwie nach vorne bringen, beschäftigt. Welche Kompetenzen muss der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin mitbringen, um letzten Endes halt einen möglichst hohen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten und wie dynamisch entwickeln sich auch diese Kompetenzen. Und das ist natürlich etwas, was sicherlich nochmal beschleunigt werden wird. Auch die Diskussion über Spezialisierung versus Generalisierung ist eine, die aufkam und natürlich dann eben halt auch die Frage der Kooperation der menschlichen Arbeit mit automatisierten und autonomen Systemen. Und hier natürlich auch einerseits die Frage, wie arbeiten Menschen in der Fertigung halt mit Robotik zusammen. Aber wir können natürlich auch das Thema Robotik etwas weiter fassen und sagen, naja, wir haben ja letzten Endes halt auch Software-Roboter, wenn man so will, und KI automatisiert und autonomisiert viele Bereiche ebenso. Also wie ist eigentlich das Zusammenspiel der menschlichen mit der künstlichen Intelligenz? Das waren sicherlich alles Dinge, die jetzt nicht revolutionär neu sind, sondern die wir schon eine ganze Reihe an Jahren ja durchaus beforschen. Interessant war dann aber eigentlich auch nochmal, was ist eigentlich so ein bisschen die Beziehung des Mitarbeiters zum Unternehmen, weil das wird sich sicherlich, ist auch schon länger ja sicherlich in Entwicklung, schon auch etwas weniger festgestalten als in der Vergangenheit. Und ich will ein Beispiel nennen. Das Thema Open Source Software ist etwas, was für Unternehmen immer wichtiger wird, weil wir eben sehen, dass Software immer mehr Bereiche durchdringt und wir eben halt einen Vorteil haben, wenn wir gerade bei infrastrukturellen Softwareangeboten uns zusammentun, diese Software zu entwickeln und zu pflegen und damit eben halt auch eine gewisse Offenheit haben, aber eben halt auch Login-Effekte vermeiden können. Nur müssen wir dann eben sehen, wer sind denn eigentlich sozusagen die Profile der Softwareentwickler, die wir heute so sehen. Und das sind sicherlich nicht mehr Leute, die sich 50 Jahre an eine Firma binden, sondern das sind letzten Endes halt auch häufig Personen, die eben der Sache wegen sich in Open-Source-Projekten engagieren und die letzten Endes halt, wenn sie wahrscheinlich wählen dürften, auch dieser Sache mehr Gewicht halt einräumen als in einem Arbeitsvertrag bei einem Unternehmen XY. Und wie kriegt man das dann aber hin, dass so eine Community, die man ja selber auch befördert und deren Vorteile man ja auch sieht, ja dann aber doch irgendwo so arbeitet, dass sie auf die eigenen Unternehmensziele einzahlt. Und was heißt das eigentlich in Bezug auf die einzelnen Menschen in Beziehung zu dem Unternehmen? Also auch ein sehr vielschichtiges und sehr interessantes Thema. Insofern war ich sehr, sehr froh, dass wir da diese kleine Studie gemacht haben. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Also Punkt 1, Orchestration von Kundenökosystemen. Punkt 2, klares Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft. Punkt 3, Data and AI Foundation als Factory, die sozusagen halt die neue Generation der IT im Unternehmen bildet. Und eine sehr facettenreiche Nummer 4, Beziehung und Rolle des Menschen in Bezug auf das Industrieunternehmen. Sehr, sehr spannend. Man kann sich vorstellen, dass gerade für ein Institut wie unseres da unheimlich viel Forschungsbedarf sich daraus ergeben hat und einfach auch ganz tolle Forschungsmöglichkeiten entstehen. Und wir sind natürlich jetzt dabei, diese Dinge eben halt mit den Unternehmen aus dieser Studie, aber eben halt natürlich auch mit anderen unserer Industriepartner eben halt weiter zu erforschen und hier eben halt Lösungswege aufzuzeigen, wie sich Unternehmen dann in Richtung dieses Zukunftsbild, was ich geschildert habe, weiterentwickeln können. Und das macht sehr viel Spaß.